Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Lena Schneider, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie haben zu Hause viele Dinge, die Sie wirklich nicht mehr brauchen. Sie möchten daher diese auf dem Flohmarkt verkaufen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo ist der Flohmarkt? Platz reservieren? Was genau am Flohmarkt verkaufen? Wer kann noch dabei helfen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Na, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Wie war dein Wochenende? Es war sehr schön, ich habe viel Zeit zu Hause verbracht. Wie war dein Wochenende? Es war sehr schön, ich habe viel Zeit zu Hause verbracht. Wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war auch schön. Ich habe meine Familie besucht, und wir haben zusammen gekocht und gegessen. Ich habe meine Familie besucht, und wir haben zusammen gekocht und gegessen. Das klingt toll. Was hast du gekocht? Wir haben Spaghetti Bolognese gemacht. Es war sehr lecker. Wir haben Spaghetti Bolognese gemacht. Es war sehr lecker. Das klingt gut. Ich sollte auch mal wieder kochen. Das klingt gut. Ich sollte auch mal wieder kochen. Ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Kochen macht Spaß, und man kann immer etwas Neues ausprobieren. Ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Kochen macht Spaß, und man kann immer etwas Neues ausprobieren. Da hast du recht. Vielleicht sollte ich mal ein neues Rezept ausprobieren. Danke für die Idee. Da hast du recht. Vielleicht sollte ich mal ein neues Rezept ausprobieren. Danke für die Idee. Kein Problem, lass mich wissen, wie es geklappt hat. Kein Problem, lass mich wissen, wie es geklappt hat. Passt, mache ich. Und was hast heute vor? Ich räume gerade auf zu Hause. Oh, okay. Und sortierst du auch Sachen aus, die du nicht mehr benötigst? Oh, okay. Und sortierst du auch Sachen aus, die du nicht mehr benötigst? Ja, weil ich zu Hause so viele Sachen habe, die ich wirklich nicht mehr in Verwendung habe. Ja, weil ich zu Hause so viele Sachen habe, die ich wirklich nicht mehr in Verwendung habe. Ich würde sie gerne auf dem Flohmarkt verkaufen. Ich würde sie gerne auf dem Flohmarkt verkaufen. Hast du Erfahrung damit? Hast du das schon einmal gemacht? Hast du Erfahrung damit? Hast du das schon einmal gemacht? Nein, leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit dazu, aber eine Bekannte hat das vor 2 Monaten einmal gemacht. Nein, leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit dazu, aber eine Bekannte hat das vor 2 Monaten einmal gemacht. Verstehe. Weißt du vielleicht, wie man einen Stellplatz auf dem Flohmarkt ergattern kann? Verstehe. Weißt du vielleicht, wie man einen Stellplatz auf dem Flohmarkt ergattern kann? Ich an deiner Stelle würde mal im Internet schauen, wo es Flohmärkte in deiner Umgebung gibt.
Ich an deiner Stelle würde mal im Internet schauen, wo es Flohmärkte in deiner Umgebung gibt. Ich kann dich dabei auch gerne unterstützen. Was denkst du? Ich kann dich dabei auch gerne unterstützen. Was denkst du? Das wäre echt super. Hast du gleich heute Nachmittag Zeit? Dann könnten wir uns bei mir treffen und gemeinsam recherchieren. Hast du gleich heute Nachmittag Zeit? Dann könnten wir uns bei mir treffen und gemeinsam recherchieren. Ja, gerne. Ich komme dann einfach um circa 18 Uhr bei dir vorbei. Ja, gerne. Ich komme dann einfach um circa 18 Uhr bei dir vorbei. Und weißt du schon, was genau du am Flohmarkt verkaufen willst? Hast du alles schon organisiert? Und weißt du schon, was genau du am Flohmarkt verkaufen willst? Hast du alles schon organisiert? Ja, auf jeden Fall. Also, zuerst will ich die Kindersachen verkaufen. Du weißt schon, Kleidung, Spielsachen und so weiter. Also, zuerst will ich die Kindersachen verkaufen. Du weißt schon, Kleidung, Spielsachen und so weiter. Alles klar, ich verstehe. Und sonst noch Dinge, die du nicht mehr weiter haben willst? Alles klar, ich verstehe. Und sonst noch Dinge, die du nicht mehr weiter haben willst? Lass mich überlegen. Ja genau, das alte Geschirr meiner Mutter, das nur im Kasten Platz braucht und das niemand benutzt. Ja genau, das alte Geschirr meiner Mutter, das nur im Kasten Platz braucht und das niemand benutzt. Ach ja, und das alte Fahrrad meines Opas. Es ist ein altes Waffenrad. Ach ja, und das alte Fahrrad meines Opas. Es ist ein altes Waffenrad. Das klingt ja spannend. Ein altes Waffenrad. Wenn es gut erhalten ist, bekommst du dafür sicher einiges an Geld. Ein altes Waffenrad. Wenn es gut erhalten ist, bekommst du dafür sicher einiges an Geld. Ja, es ist wirklich noch befahrbar und ist immer gut gepflegt worden. Ja, es ist wirklich noch befahrbar und ist immer gut gepflegt worden. Ja, also, wenn das so ist, dann würde ich gleich mal beim Flohmarktveranstalter nachfragen, wie viel du für den Platz zahlst. Ja, also, wenn das so ist, dann würde ich gleich mal beim Flohmarktveranstalter nachfragen, wie viel du für den Platz zahlst. Was schätzt du, muss ich für einen Stellplatz rechnen? Was schätzt du, muss ich für einen Stellplatz rechnen? Also, den Platz auf dem Flohmarkt bezahlt man üblicherweise nach Metern. Also, den Platz auf dem Flohmarkt bezahlt man üblicherweise nach Metern. Ich denke, 5 oder 6 Meter kosten circa 20 Euro. Ist das okay für dich? Ich denke, 5 oder 6 Meter kosten circa 20 Euro. Ist das okay für dich? Ja, das ist in Ordnung. Was mich auch noch beschäftigt ist, ob man Steuern für das erworbene Geld abgeben muss. Was mich auch noch beschäftigt ist, ob man Steuern für das erworbene Geld abgeben muss. Hast du da auch vielleicht eine Idee? Oh, das weiß ich leider auch nicht. Oh, das weiß ich leider auch nicht. Ich habe mir halt gedacht, dass ich da wahrscheinlich nichts zahlen muss, weil ich das ja nicht beruflich mache.
Ich habe mir halt gedacht, dass ich da wahrscheinlich nichts zahlen muss, weil ich das ja nicht beruflich mache. Aber ich werde mich sicherheitshalber beim Finanzamt erkundigen. Aber ich werde mich sicherheitshalber beim Finanzamt erkundigen. Ja, das ist sicher die beste Idee. Dann wünsche ich dir für den Flohmarkttag ein gutes Wetter. Ja, das ist sicher die beste Idee. Dann wünsche ich dir für den Flohmarkttag ein gutes Wetter. Ja, da hast du recht, das wäre schon super. Denn an einem Regentag kommen auch nicht so viele Leute. Ja, da hast du recht, das wäre schon super. Denn an einem Regentag kommen auch nicht so viele Leute. Ja, aber das wird schon. Ich drück dir die Daumen. Ja, aber das wird schon. Ich drück dir die Daumen. Danke für alles und deine Unterstützung. Danke für alles und deine Unterstützung. Ja, sicher kein Problem. Also, bis heute Nachmittag, ja? Ja, sicher kein Problem. Also, bis heute Nachmittag, ja? Ja genau, bis später. Die Situation. Sie wollen gerne eine Spende für ein armes Land organisieren. Und hier sind einige Notizen. Welches Land? Wie helfen? Geld sammeln? Was kaufen? Wie die Dinge transportieren? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lukas. Hallo Sandra. Ich habe gehört, dass wir eine Spende für ein armes Land planen wollen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wir möchten gerne den Menschen in einem armen Land helfen und etwas Gutes tun. Das ist eine wunderbare Idee. Welches Land haben wir im Sinn? Wir könnten uns auf ein Land in Afrika konzentrieren, das von Armut betroffen ist. Wie wäre es mit Äthiopien? Das ist eine gute Wahl. Dort gibt es viele arme Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Dort gibt es viele arme Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir ihnen am besten helfen können. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir ihnen am besten helfen können. Ja, das ist wichtig. Wir könnten Geld sammeln, um wichtige Dinge zu kaufen, die sie brauchen. Ja, das ist wichtig. Wir könnten Geld sammeln, um wichtige Dinge zu kaufen, die sie brauchen. Wie findest du das? Das finde ich gut. Wir könnten Spenden von Freunden, Familien und der Gemeinschaft sammeln. Wir könnten Spenden von Freunden, Familien und der Gemeinschaft sammeln. Aber wie könnten wir das Geld sicher sammeln und verwalten? Aber wie könnten wir das Geld sicher sammeln und verwalten? Wir könnten ein Spendenkonto eröffnen, auf das die Leute ihr Geld einzahlen können. Wir könnten ein Spendenkonto eröffnen, auf das die Leute ihr Geld einzahlen können. Dann könnten wir das gesammelte Geld für wichtige Dinge verwenden. Dann könnten wir das gesammelte Geld für wichtige Dinge verwenden. Was denkst du? Das klingt vernünftig. Und wie verwalten wir das Geld? Das klingt vernünftig. Und wie verwalten wir das Geld? Wir werden das Geld sicher aufbewahren und es für wichtige Dinge ausgeben.
Wir werden das Geld sicher aufbewahren und es für wichtige Dinge ausgeben. Wir werden auch allen zeigen, wie viel Geld wir gesammelt haben. Wir werden auch allen zeigen, wie viel Geld wir gesammelt haben. Absolut. Transparenz ist sehr wichtig. Und wie informieren wir die Leute über unsere Spendenaktion? Absolut. Transparenz ist sehr wichtig. Und wie informieren wir die Leute über unsere Spendenaktion? Wir könnten eine Webseite oder Social-Media-Seiten erstellen und Informationen darüber teilen. Wir könnten eine Webseite oder Social-Media-Seiten erstellen und Informationen darüber teilen. Was sagst du dazu? Tolle Idee. Damit können wir auch Menschen außerhalb unseres direkten Umfelds erreichen und ihre Unterstützung gewinnen. Tolle Idee. Damit können wir auch Menschen außerhalb unseres direkten Umfelds erreichen und ihre Unterstützung gewinnen. Ja, das wäre großartig. Aber was können wir mit dem Geld kaufen? Ja, das wäre großartig. Aber was können wir mit dem Geld kaufen? Ich denke, Essen ist sehr wichtig. Viele Menschen in armen Ländern haben Hunger. Ich denke, Essen ist sehr wichtig. Viele Menschen in armen Ländern haben Hunger. Da hast du recht. Wir könnten Reis, Bohnen, Mehl und andere Grundnahrungsmittel kaufen. Da hast du recht. Wir könnten Reis, Bohnen, Mehl und andere Grundnahrungsmittel kaufen. Was denkst du über medizinische Dinge? Was denkst du über medizinische Dinge? Das ist ein guter Vorschlag. Wir könnten Verbände, Medikamente und andere wichtige medizinische Versorgung besorgen. Wir könnten Verbände, Medikamente und andere wichtige medizinische Versorgung besorgen. Außerdem könnten wir auch Schulmaterial sammeln, damit Kinder zur Schule gehen können. Außerdem könnten wir auch Schulmaterial sammeln, damit Kinder zur Schule gehen können. Das ist eine großartige Ergänzung. Jedes Kind sollte die Chance auf Bildung haben. Das ist eine großartige Ergänzung. Jedes Kind sollte die Chance auf Bildung haben. Auf jeden Fall. Wie bringen wir die Dinge nach Äthiopien? Auf jeden Fall. Wie bringen wir die Dinge nach Äthiopien? Wir werden mit einer Organisation zusammenarbeiten, die Hilfsgüter transportiert. Wir werden mit einer Organisation zusammenarbeiten, die Hilfsgüter transportiert. Was meinst du? Das finde ich toll. Und wie stellen wir sicher, dass alles gut organisiert ist? Das finde ich toll. Und wie stellen wir sicher, dass alles gut organisiert ist? Ja, das ist sehr wichtig. Wir werden uns an die äthiopische Botschaft wenden und um Informationen bitten. Ja, das ist sehr wichtig. Wir werden uns an die äthiopische Botschaft wenden und um Informationen bitten. Wir werden sicherstellen, dass alles richtig gemacht wird. Wir werden sicherstellen, dass alles richtig gemacht wird. Das klingt nach einem klugen Schritt. Das klingt nach einem klugen Schritt. Wir sollten sicherstellen, dass wir alle notwendigen Informationen haben, um die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen. Wir sollten sicherstellen, dass wir alle notwendigen Informationen haben, um die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen. Ja, klar. Es ist wichtig,
dass wir alles gut planen und organisiert sind? Ja, klar. Es ist wichtig, dass wir alles gut planen und organisiert sind. Ich freue mich wirklich darauf, den Menschen in Äthiopien zu helfen. Ich freue mich wirklich darauf, den Menschen in Äthiopien zu helfen. Es ist eine großartige Gelegenheit, etwas Positives zu bewirken. Es ist eine großartige Gelegenheit, etwas Positives zu bewirken. Ich stimme dir zu. Zusammen können wir einen großen Unterschied machen und den Bedürftigen in Äthiopien Hoffnung geben. Zusammen können wir einen großen Unterschied machen und den Bedürftigen in Äthiopien Hoffnung geben. Ja, das glaube ich auch. Lass uns hart daran arbeiten, die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen und den Menschen in Äthiopien zu helfen. Lass uns hart daran arbeiten, die Spendenaktion erfolgreich umzusetzen und den Menschen in Äthiopien zu helfen. Ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit haben. Ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit haben. Mit unserem Engagement und der Unterstützung anderer können wir wirklich etwas Gutes tun. Mit unserem Engagement und der Unterstützung anderer können wir wirklich etwas Gutes tun. Auf jeden Fall. Wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir die Menschen in Äthiopien langfristig unterstützen können. Auf jeden Fall. Wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir die Menschen in Äthiopien langfristig unterstützen können. Da hast du recht. Neben der kurzfristigen Hilfe sollten wir auch Programme unterstützen, die den Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Neben der kurzfristigen Hilfe sollten wir auch Programme unterstützen, die den Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Ja, zum Beispiel könnten wir Bildungsprojekte unterstützen, damit die Menschen in Zukunft bessere Möglichkeiten haben. Ja, zum Beispiel könnten wir Bildungsprojekte unterstützen, damit die Menschen in Zukunft bessere Möglichkeiten haben. Genau. Eine gute Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Genau. Eine gute Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Wir könnten Stipendien oder Schulpatenschaften organisieren. Wir könnten Stipendien oder Schulpatenschaften organisieren. Ja, das wäre fantastisch. Wir könnten auch Projekte fördern, die den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern. Wir könnten auch Projekte fördern, die den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern. Das ist sehr wichtig. Sauberes Wasser ist ein Grundrecht. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang dazu haben. Sauberes Wasser ist ein Grundrecht. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass alle Menschen Zugang dazu haben. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan. Ich bin bereit, loszulegen. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Plan. Ich bin bereit, loszulegen. Das freut mich zu hören. Lass uns anfangen und unsere Ziele erreichen. Das freut mich zu hören. Lass uns anfangen und unsere Ziele erreichen. Die Situation. Ihr Malkurs geht zu Ende. Sie möchten aus diesem Anlass eine Feier planen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Was machen? Wo und wann?
Wer macht mit? Essen, Trinken? Musik. Wie die Leute darüber informieren? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Ich will wirklich wieder Urlaub machen. Ich auch. Wann sollten wir denn wieder Urlaub machen? Wann hast du Zeit dafür? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann leider jetzt keinen Urlaub machen. Wieso denn? Wir haben zu viel Arbeit. Das ist nicht gut. Aber weißt du, wann du Urlaub machen kannst? Nein, leider nicht. Mein Chef sagt, dass wir momentan viel Arbeit haben und keiner darf Urlaub machen. Mein Chef sagt, dass wir momentan viel Arbeit haben und keiner darf Urlaub machen. Verstehe. Ich denke, ich werde ein paar Tage zu Hause bleiben. Ich kann einfach nicht mehr. Mach das. Ich glaube, dass es dir helfen wird. Ja, das glaube ich auch. Urlaub machen ist gesund. Da stimme ich dir zu. Was willst du denn machen, wenn du zu Hause bleibst? Ich werde auf jeden Fall länger schlafen, einfach chillen und ein gutes Buch lesen. Ich werde auf jeden Fall länger schlafen, einfach chillen und ein gutes Buch lesen. Das hört sich gut an. Du sollst dich mal ausruhen. Ja, das werde ich machen. Mal, was anderes, der Malkurs, bei dem wir waren, der war doch toll, oder? Mal, was anderes, der Malkurs, bei dem wir waren, der war doch toll, oder? Ja, der Kurs war wirklich super. Ich finde es so schade, dass der Malkurs schon vorbei ist. Ich finde es so schade, dass der Malkurs schon vorbei ist. Ja, das finde ich auch. Ich habe einige neue Techniken gelernt und viele Bilder gemalt. Ja, das finde ich auch. Ich habe einige neue Techniken gelernt und viele Bilder gemalt. Mir ging es genauso. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Mir ging es genauso. Ich hatte auch viel Spaß dabei. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Weißt du was? Gestern hatte ich eine Idee. Was denn? Wie wäre es, wenn wir eine Ausstellung mit unseren Bildern planen? Wie wäre es, wenn wir eine Ausstellung mit unseren Bildern planen? Hättest du Lust da, mitzumachen? Ja gerne, das finde ich super. Aber wann könnte die Ausstellung stattfinden? Ja gerne, das finde ich super. Aber wann könnte die Ausstellung stattfinden? Ich bin so motiviert, dass ich am liebsten gleich nächste Woche die Ausstellung eröffnen würde. Ich bin so motiviert, dass ich am liebsten gleich nächste Woche die Ausstellung eröffnen würde. Das ist wirklich super, dass du so viel Motivation und Energie hast. Das ist wirklich super, dass du so viel Motivation und Energie hast. Aber ich glaube, wir werden bestimmt mehr Zeit zur Vorbereitung brauchen. Aber ich glaube, wir werden bestimmt mehr Zeit zur Vorbereitung brauchen. Wenn wir die Ausstellung gut planen wollen, brauchen wir sicher 1 bis 2 Monate Vorbereitungszeit. Wenn wir die Ausstellung gut planen wollen, brauchen wir sicher 1 bis 2 Monate Vorbereitungszeit. Vor allem,
wird es vom Ort abhängen, wo wir die Veranstaltung machen, ob es dort freie Termine gibt oder nicht. Vor allem wird es vom Ort abhängen, wo wir die Veranstaltung machen, ob es dort freie Termine gibt oder nicht. Da stimme ich dir zu. Meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen unrealistisch. Meine Vorstellungen waren vielleicht ein bisschen unrealistisch. Du hast den Veranstaltungsort angesprochen. Wo denkst du, könnte die Ausstellung stattfinden? Du hast den Veranstaltungsort angesprochen. Wo denkst du, könnte die Ausstellung stattfinden? Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Malschule, wo unser Kurs stattgefunden hat, einen Saal im Erdgeschoss. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es in der Malschule, wo unser Kurs stattgefunden hat, einen Saal im Erdgeschoss. Diesen Saal könnten wir für ein paar Tage mieten. Was sagst du dazu? Diesen Saal könnten wir für ein paar Tage mieten. Was sagst du dazu? Wir können schon bei der Malschule nachfragen, ob der Saal frei ist. Wir können schon bei der Malschule nachfragen, ob der Saal frei ist. Aber ich denke, dass die Miete hoch sein könnte. Aber ich denke, dass die Miete hoch sein könnte. Wir könnten auch in der Stadtgalerie anfragen, ob dort ein Raum frei wäre. Wir könnten auch in der Stadtgalerie anfragen, ob dort ein Raum frei wäre. Die Räumlichkeiten dort sind zwar kleiner, aber ich weiß, dass die dort keine Miete verlangen. Die Räumlichkeiten dort sind zwar kleiner, aber ich weiß, dass die dort keine Miete verlangen. Ja super, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ja super, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich denke, wir fragen einfach sowohl bei der Malschule, als auch bei der Stadtgalerie an. Ich denke, wir fragen einfach sowohl bei der Malschule, als auch bei der Stadtgalerie an. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eine tolle Idee. Ich werde morgen am Vormittag zur Stadtgalerie und danach zur Malschule gehen, um nachzufragen. Ich werde morgen am Vormittag zur Stadtgalerie und danach zur Malschule gehen, um nachzufragen. Magst du mitkommen? Ja, ich komme gerne mit. Perfekt, dann treffen wir einander morgen beim Rathaus in der Stadt. Perfekt, dann treffen wir einander morgen beim Rathaus in der Stadt. Und gehen dann gemeinsam zur Malschule und danach zur Stadtgalerie. Und gehen dann gemeinsam zur Malschule und danach zur Stadtgalerie. Wenn du Zeit hast, dann könnten wir danach auch noch gemeinsam was essen gehen. Wenn du Zeit hast, dann könnten wir danach auch noch gemeinsam was essen gehen. Ja, das passt. Und auf das gemeinsame Mittagessen freue ich mich auch. Ja, das passt. Und auf das gemeinsame Mittagessen freue ich mich auch. Mir ist noch etwas eingefallen, was für die Planung wichtig wäre. Wie können wir die Leute über die Ausstellung informieren? Mir ist noch etwas eingefallen, was für die Planung wichtig wäre. Wie können wir die Leute über die Ausstellung informieren? Hast du dafür auch eine Idee? Ich glaube, wir können in der Zeitung Werbung machen, Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Ich glaube, wir können in der Zeitung Werbung machen, Plakate aufhängen und Flyer verteilen. Damit
sollten wir auch schon bald beginnen, damit die Leute rechtzeitig informiert werden. Damit sollten wir auch schon bald beginnen, damit die Leute rechtzeitig informiert werden. Super wäre auch, wenn Journalistinnen von der Zeitung zur Eröffnungsfeier kommen könnten und einen Bericht darüber schreiben würden. Super wäre auch, wenn Journalistinnen von der Zeitung zur Eröffnungsfeier kommen könnten und einen Bericht darüber schreiben würden. Das hört sich gut an. Ich werde mit der Zeitung Kontakt aufnehmen, sobald wir einen Termin haben. Das hört sich gut an. Ich werde mit der Zeitung Kontakt aufnehmen, sobald wir einen Termin haben. Für die Feier sollten wir uns auch noch was überlegen, wie wir die gestalten wollen. Für die Feier sollten wir uns auch noch was überlegen, wie wir die gestalten wollen. Ja klar. Wir könnten für die musikalische Umrahmung der Feier eine Musikband einladen. Ja klar. Wir könnten für die musikalische Umrahmung der Feier eine Musikband einladen. Was denkst du? Das finde ich sehr gut. Und im Anschluss an die Eröffnung könnten wir ein Buffet mit Kaffee und Kuchen machen. Und im Anschluss an die Eröffnung könnten wir ein Buffet mit Kaffee und Kuchen machen. Also, ich würde mich darum kümmern. Vielen Dank. Dann versuche ich eine Musikband zu organisieren. Vielen Dank. Dann versuche ich eine Musikband zu organisieren. Super, danke dafür. Ich muss jetzt leider gehen, da ich dann ein Treffen habe. Wir treffen uns dann morgen beim Rathaus, um 11 Uhr. Passt das für dich? Ja, das passt für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen, ciao. Ja, das passt für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen, ciao. Danke, ich dir auch. Bis morgen, ciao. Situation. Ihr sportlicher Direktor hat ein neues Projekt für Sie. Er hat Sie beauftragt, eine Website zu erstellen. Die Aufgabe: Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Eine Website erstellen? Wer wird daran teilnehmen? Wann und wo treffen? Welche Informationen veröffentlichen? Interviews und Werbung dafür machen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Lena, du siehst hübsch aus. Hast du abgenommen? Danke. Ja, ich gehe ins Fitness, seit ein paar Monaten. Ich habe insgesamt 8 Kilogramm abgenommen. Anscheinend fällt das langsam auf. Ja, super, das sieht man dir wirklich an. Wie hast du das denn abgenommen? Verrate mir bitte dein Geheimnis. Das ist ganz einfach. Man soll sich gesund ernähren und ständig Sport machen. Verstehe, ich soll wirklich bald damit anfangen. Wie geht's dir sonst so? Was gibt's Neues bei dir? Alles bestens, danke. Weißt du was? Heute hat mir unser sportlicher Direktor gesagt, dass unser Club plant, eine Webseite zu machen. Weißt du was? Heute hat mir
unser sportlicher Direktor gesagt, dass unser Club plant, eine Webseite zu machen. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Das ist aber interessant. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Das ist aber interessant. Er hat mich gefragt, ob ich alles dafür planen möchte. Er hat mich gefragt, ob ich alles dafür planen möchte. Was denkst du? Willst du mich dabei unterstützen? Was denkst du? Willst du mich dabei unterstützen? Selbstverständlich. Ich möchte dir gerne dabei helfen. Selbstverständlich. Ich möchte dir gerne dabei helfen. Aber wer wird denn noch daran mitarbeiten? Nur wir beide, das wäre ja etwas wenig, oder? Aber wer wird denn noch daran mitarbeiten? Nur wir beide, das wäre ja etwas wenig, oder? Es sollen alle Mitarbeiter daran teilnehmen. Wie findest du das? Es sollen alle Mitarbeiter daran teilnehmen. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Wie viele Personen sind wir denn? Das finde ich ganz gut. Wie viele Personen sind wir denn? Wenn wirklich alle daran teilnehmen, dann sind wir 12 Personen. Wenn wirklich alle daran teilnehmen, dann sind wir 12 Personen. Ich überlege gerade, wo wir uns am besten treffen können. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich überlege gerade, wo wir uns am besten treffen können. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich schlage vor, dass wir uns in der Mensa des Clubs treffen. Ich schlage vor, dass wir uns in der Mensa des Clubs treffen. Für 12 Personen ist da auf jeden Fall Platz. Was sagst du? Für 12 Personen ist da auf jeden Fall Platz. Was sagst du? Das ist eine gute Idee. Was meinst du, wie oft wir uns treffen sollten? Das ist eine gute Idee. Was meinst du, wie oft wir uns treffen sollten? Ich denke, das kommt darauf an, wie groß der Aufwand dafür ist. Ich denke, das kommt darauf an, wie groß der Aufwand dafür ist. Lass uns bei unserem ersten Treffen darüber brainstormen. Lass uns bei unserem ersten Treffen darüber brainstormen. Aber es wäre praktisch, wenn wir uns direkt nach dem Training dazu treffen. Aber es wäre praktisch, wenn wir uns direkt nach dem Training dazu treffen. Das ist gut. Also, abgemacht. Und weißt du schon, welche Informationen wir auf der Webseite veröffentlichen werden? Und weißt du schon, welche Informationen wir auf der Webseite veröffentlichen werden? Ich glaube, es wäre gut, wenn wir Videos von Spielen unserer Mannschaft in der Liga veröffentlichen. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir Videos von Spielen unserer Mannschaft in der Liga veröffentlichen. Was hältst du davon? Ja, perfekt. Das können wir gerne machen. Ja, perfekt. Das können wir gerne machen. Außerdem könnten wir auch Interviews mit den Spielern und dem Trainerteam veröffentlichen. Außerdem könnten wir auch Interviews mit den Spielern und dem Trainerteam veröffentlichen. Gibt es denn schon Interviews, oder müssen wir diese erst noch machen? Gibt es denn schon Interviews, oder müssen wir diese erst noch machen?
Es gibt ein paar Interviews, aber die sind schon alt. Es gibt ein paar Interviews, aber die sind schon alt. Lass uns mit den Spielern sprechen und Termine für Interviews vereinbaren. Lass uns mit den Spielern sprechen und Termine für Interviews vereinbaren. Sehr gut, so machen wir es. Sehr gut, so machen wir es. Wichtig ist, dass wir die Werbung für unsere Webseite machen. Wichtig ist, dass wir die Werbung für unsere Webseite machen, damit sie bekannt wird und die Leute sich diese auch anschauen. Damit sie bekannt wird und die Leute sich diese auch anschauen. Ja, du hast recht. Wie wäre es, wenn wir sie auf Facebook in den Sportgruppen zu posten? Ja, du hast recht. Wie wäre es, wenn wir sie auf Facebook in den Sportgruppen zu posten? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Und wir können auch einen YouTube-Kanal erstellen. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Und wir können auch einen YouTube-Kanal erstellen. Ist das eine gute Idee? Das sind alles gute Ideen. Das kostet eine Menge Zeit und eine gute Organisation. Das sind alles gute Ideen. Das kostet eine Menge Zeit und eine gute Organisation. Hast du dir überlegt, wann wir damit anfangen? Hast du dir überlegt, wann wir damit anfangen? Ich würde vorschlagen, wir erstellen eine Doodle-Umfrage mit verschiedenen Terminen. Ich würde vorschlagen, wir erstellen eine Doodle-Umfrage mit verschiedenen Terminen. Da können sich alle eintragen und wir sehen, wann die meisten Zeit haben. Da können sich alle eintragen und wir sehen, wann die meisten Zeit haben. Alles klar. Ich werde vorab schon einmal die anderen informieren und ihnen mitteilen, was uns wichtig ist. Ich werde vorab schon einmal die anderen informieren und ihnen mitteilen, was uns wichtig ist. Dann können Sie sich schon mal darauf vorbereiten. Dann können Sie sich schon mal darauf vorbereiten. Super, vielen Dank dafür. Und ich werde jetzt als erstes mit den Spielern sprechen und fragen, wann sie Zeit für die Interviews haben. Und ich werde jetzt als erstes mit den Spielern sprechen und fragen, wann sie Zeit für die Interviews haben. Ja, sehr gut. Das ist wichtig. Ja, sehr gut. Das ist wichtig. Denn wenn wir keine Interviews haben, fehlt uns eine Menge Material für die Homepage. Denn wenn wir keine Interviews haben, fehlt uns eine Menge Material für die Homepage. Genau. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Genau. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich mich auch. Danke, dass du mich gefragt hast. Bis morgen. Ich mich auch. Danke, dass du mich gefragt hast. Bis morgen. Bis morgen.